Zuerst ist es mir eine ganz, ganz große Freude, den Botschafter der albanischen Botschaft, seine Exzellenz, Herrn Bimo, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Weiters darf ich von Seiten der kosovarischen Botschaft Frau Botschaftsrätin Selimi begrüßen. Herzlich willkommen in Wien. Weiters darf ich ebenso willkommen heißen zu dieser heutigen Veranstaltung Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, allen voran die für EU und Integration zuständige Gemeinderätin Desiree Schehu sowie die Obfrau des Ausschusses für Kultur und Tourismus Heidi Kreitz-Papst, ebenso wie Martina Stummer als Gemeinderätin und Referentin für Umweltschutz. Herzlich willkommen. Ja, Sie haben es der Einladung entnommen. Wir haben heute zwei wirklich hochkarätige Künstler, einen Künstler, eine Künstlerin, ein Künstlerpaar, die schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Sie konnten wahrscheinlich auch im Vorfeld schon die Bilder bzw. die Werke begutachten. Und bevor ich jetzt allzu viel zu den Werken sage, darf ich gleich sagen, in weiterer Folge wird Frau Gashi was dazu sagen. Aber heißen Sie mit mir bitte ganz, ganz herzlich willkommen Herrn und Frau Gashi. Herzlich willkommen in Knittelfeld. Wenn man sich die Werke von Herrn Gashi ansieht, wird man sehen, Stein wurde bearbeitet. Das unglaubliche Gefühl, das er während seines Studiums in Brüssel für Stein entwickelt, kommt bei diesen Arbeiten wohl bestens zur Geltung. Man könnte sagen, er haucht dem Stein Leben ein. Das ist eine Fähigkeit, die den wirklichen Künstler von dem unterscheidet, der nur ein solches sein möchte. Er ist ein Künstler, der das wirklich schafft. Dazu darf man ihm gratulieren. Er hat ja auch neben dem Studium der Malerei auch das Studium der Bildhauerei jeweils mit dem Diplom abgeschlossen. Und es ist uns eine ganz, ganz große Ehre, ihn hier bei uns begrüßen zu dürfen. Genauso ist es uns eine sehr große Ehre, Frau Barbara Gashi, seine Gattin, bei uns begrüßen zu dürfen. Beide haben sich in Brüssel kennengelernt. Beziehungsweise, okay. Schon vorher. So, schon vorher, okay. Und zwar in Venedig. Wie kann das anders sein? Da passt. Also Venedig schlägt alles, bleiben wir dabei. Und wenn man sich auch ihre Bilder ansieht, sie wird dann auch noch einiges dazu sagen. Ich habe mir vorher überlegt, was bleibt so von diesen farbenfrohen Bildern? Es bleibt immer eines. Es bleibt die unglaubliche Kraft, die aus diesen Bildern ausgeht. Unabhängig von der Farbe, von der Helligkeit, es ist immer die Kraft, die alle diese Bilder miteinander, diese Bilder quasi miteinander gemeinsam haben. Auch das ist, glaube ich, etwas, das man von wenigen Bildern sagen kann, und das zeichnet wohl auch Frau Gashi aus. Nochmals herzlich willkommen bei uns in Knittelfeld. Dankeschön. Ich darf nun die Obfrau des Ausschusses für Kultur und Tourismus um ihre einleitenden Worte bitten. Bitte, Heidi. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen hier in unserer Galerie im Rathaus Knittelfeld, genau genommen in der Stadtbibliothek. Werke sind heute ausgestellt vom Künstler Gashi, wo man sagen muss, Hut ab. Wenn ich mir die Skulpturen anschaue von Herrn Gashi, wir sehen hier Marmor, Marmor aus den unterschiedlichsten Fundstätten, von Carrara-Marmor über aus unserer Nähe den Sölktaler Marmor, hinter
der Exzellenz, unserem Botschafter. Das ist der Sölker Marmor. Und so einen Stein zu bearbeiten, ist keine einfache Arbeit. Es fängt sich schon mit der Auswahl an. Wie ist er gemasert, marmoriert? Wie schaut überhaupt dieser Stein aus? Was kann man daraus machen? Das ist für einen Künstler das Entscheidende, wie man dann eine solche Skulptur, wie man sie hier sehen kann, auch bearbeitet. Es ist Knochenarbeit, weil der Stein ist hart. Das fängt sich an vom Meißeln, man braucht Steinwerkzeuge dazu, entsprechend bis dann, damit es diesen Glanz bekommt, zum Polieren. Ich weiß nicht, wie lange Sie an einer Figur, wenn ich jetzt da drüben schaue, arbeiten, aber es sind sicher Wochen. Ja. Das glaube ich. Ja. Und diese Skulpturen, diese künstlerische Ader, die hat nicht jeder. Der Herr Gashi hat sie. Das muss man sagen. Wir haben hier schon viele Aussteller gehabt und man merkt, wenn jemand den Stein oder auch Holz, wie er es bearbeitet. Das ist schon bemerkenswert. Frau Gashi, eine Malerin, sie malt Leinen auf Öl, wie man so sieht. Ich weiß nicht, ob sie auch Acryl malen, aber Nein. hier sehen wir Leinen auf Öl, also Öl auf Leinen, Entschuldigung, auf sehr farbenfroh, bunt. Die Tiere, Vögel, Fische, Landschaften, Sonnenaufgang. Diese farbenfrohen Bilder sind ansprechend und man braucht auch dazu natürlich die entsprechende Inspiration, um solches Werk zu schaffen. Die beiden Künstler sind international bekannt, das muss ich noch dazu sagen. Wie gesagt, kennengelernt haben sie sich in Venedig. Der Herr Gashi ist dann nach Brüssel zum Studium der Bildhauerei und die Frau Gashi hat sich auch da beeinflussen lassen Hat mich nachgeholt, ja. in die Malerei. Ja. Sehr schön. Und was entstanden ist, sehen wir heute. Die Ausstellungen, da habe ich mir natürlich ein bisschen was zusammengeschrieben, weil das soll man nicht auswendig merken, finden sich in Privatsammlungen auch in Österreich, Italien, Deutschland, von der Frau Gashi, dann international Italien, Belgien, dann Pristina lese ich da, Kosovo natürlich, nicht auszulassen und natürlich Österreich. Und auch Preise wurden schon gemacht. Sie haben ja auch schon einmal ausgestellt in Schloss Gabelhofen, Ja. das eine sehr erfolgreiche Ausstellung war. Und auch Auszeichnungen hat der Herr Gashi, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, den Prix d'Excellence de la Ville de Bruxelles. Perfekt. Oui. Ich habe Französisch gelernt. Oh, super. Ja, und ich denke, das ist sehr interessant. Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren schaffensreichen Weg viel Freude und vielleicht bekommen wir auch in Zukunft noch einiges von Ihnen zu sehen. Gerne, ja. Genießen Sie die Ausstellung hier, diese wunderbaren Skulpturen und Bilder und von Seiten der Kultur und der Stadtbibliothek und der Galerie und der Stadtgemeinde laden wir Sie auch recht herzlich dann draußen zu einem kleinen Imbiss ein und zu einem Getränk. Die Kollegin Shehu, glaube ich, hat noch irgendwas? Danke, Ich übergebe jetzt den Herrn Botschafter. Nein, wir müssen vorher die Frau Gashi Die Frau Gashi, ihre okay, Worte, weil dann das die so Frau wie anders- Botschaft segnen und dann den Herrn Okay, Botschafter am gut, Ende gut. nach Protokoll. Bitte schön. Ja, ich möchte mich einfach nur bedanken auch für die schönen Worte jetzt und für die Möglichkeit, hier überhaupt ausstellen zu dürfen. Initiatorin ist ja die Frau Gemeinderätin Manoko Shehu, die Schire, die uns vor einem Dreivierteljahr oder fast einem Jahr hat sie eine Ausstellung von uns auf der kosovarischen Botschaft gesehen in Wien und war so begeistert und hat uns dann ein paar Monate später eingeladen, hier auch auszustellen. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut, weil Steiermark, wir waren schon einmal Schloss Gabelhofen, das war eine sehr, sehr schöne Ausstellung, da haben wir über 40 Werke präsentieren können. Mein Mann ist alle 2 Jahre bei der Skulpturenbiennale von Graz vertreten, im Botanischen Garten.
Und überhaupt, nachdem wir dann die Räumlichkeiten gesehen haben, dann haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt machen, und so ist diese Ausstellung entstanden. Wir danken natürlich der Gemeinde und allen, die das überhaupt zustande kommen haben lassen und die dazu gestimmt haben, weil es kommt manchmal ein Vorschlag, aber wird nicht immer gleich aufgenommen, aber hier war das offensichtlich, ja, hat man sich auch gefreut, und wir danken Ihnen recht herzlich, natürlich dem Herrn Bürgermeister, auch dem Herrn Vizebürgermeister und Frau Obmann für Kultur. Ja, wenn ich vom Zustandekommen von der Ausstellung spreche, dann ist das immer harte Knochenarbeit und man braucht viel Hilfe, und da danken wir ganz besonders dem Verein Sociata Dadania. Wir haben hier drüben den Herrn Enver Tershani, die uns geholfen haben, die Figuren herzubringen, weil Skulpturen, das ist nicht so einfach wie Bilder, die man einfach ins Auto packt und dann aufhängt, sondern da braucht man starke Hände, starke Männer, und die sind einfach, haben sofort gesagt, das machen wir, und sind zu uns gekommen ins Atelier von Destan, haben die Figuren geschnappt, zusammengepackt, vergurtet, angegurtet und sind hierher gefahren, und das Gleiche war dann beim Ausladen, da waren noch eine helfende Hand, noch 2 helfende Hände dabei. Also es war im Nu passiert, und das ist keine alltägliche Sache, also herzlichen Dank. Ja, zu den Bildern und zu den Skulpturen haben die beiden Herrschaften schon so viel Schönes gesagt. Wir stehen Ihnen nach der Ansprache zur Verfügung, mein Mann und ich, wenn Sie Fragen haben zu den Bildern, zu den Skulpturen. Wenn Sie irgendwo ein Plätzchen zu Hause haben, wo Sie vielleicht eine aufstellen wollen, also alles ist möglich. Und ja, also bitte keine Scheu, wir stehen für Frage und Antwort zur Verfügung. So, und jetzt übergebe ich an die Frau Botschaftsrätin Dorata Selimi. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Der Herr Botschafter war ja leider verhindert heute. Ja, sehr kurzfristig, und ja, sehr verehrte Gäste, sehr verehrter Herr Zeilinger, sehr verehrte Frau Obmann, sehr verehrter Herr Gashi, Frau Gashi. Es ist mir eine Ehre, hier heute zu sein und meinen Botschafter zu vertreten und die Botschaft und gleichzeitig auch mein Land. Und im Namen des Botschafters bedanke ich mich für die Einladung, dass ich hier sein darf. Diplomaten können manchmal lange Rede halten, und somit möchte ich es nicht so lange machen. Dafür werden wir uns lieber die Bilder und die Skulpturen schauen, die dann alles sagen, glaube ich, mehr als Worte. Und es ist nicht zufällig, dass es so bekannt ist mit Ihnen zwei. Letztes Jahr hatte Herr Gashi eine Ausstellung bei uns in der Botschaft, und ist sehr viel darüber gesprochen worden. Aber zusätzlich ist er auch ein Preisträger von 2015 in Kosovo als bester Künstler des Landes. Und natürlich haben wir diesen Stolz, es immer darzustellen und diese Sache immer weiterzugeben und auszusprechen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Herr Botschafter, Roland Dimo. Well, I see here that I'll be a little different because I don't know German. I see that what connects people tonight is German language, but maybe I'll try a little English and Albanian. No, it's Europe. It's Europe. Okay. Well, Mr. Burgermeister, Madam Councillor, Gashi, Barbara, Rada, it's indeed a great pleasure for me to be here, and I thank you from the bottom of the heart that you invited me to this exhibition. And about that, for organizing this event, I think it's extremely important that we talk also through culture. And as many of us know, this year is Cultural Year Austria-Albania, so this exhibition fits very well in this framework of a wider cultural activities. Of course, Destan belongs to Kosovo, but we feel that it's part of us, and it belongs also to Austria. And at the end, as you just said, it's art, and arts belong to everybody. There's no ethnicity and no nationality, and this evening will prove this, that all of us will enjoy sculpture and paintings and discussions with the artists. I thank very much your city and your citizens for the conditions that they have created for Albanians from
Kosovo, Albania, and other places in the Western Balkans where they have come from. As I said, for the conditions we have created for them to be integrated in the Austrian society. But at the same time, I am very grateful to them for their efforts to be integrated. They are expressing the best that comes from Albanians, be it for working or behavior in society and being friends with people. Special thanks to the Shiraseo for her personal efforts for this exhibition, and I see here also representative of other Albanian associations in the vicinity, Albania and the Coordination Council from Steiermark, Mr. Mirosmani. So it has become an evening where many different associations of Albanians have come together. So it's another added value of this evening. If you allow me to switch two words in Albanian, ju falenderoj përsemërsisht për organizimin e këtij aktiviteti, në mënyrë të veçantë Dëshira Sheun dhe shoqatën Dagania, por padyshim që të parë dhe mbretërit e kësaj mbrëmje janë Destani dhe Barbara, falenderoj madhanëra të parë për kontributin e madh. Dhe do thosha një gjë që në këto 4 vite që unë kam në Austri, Destani dhe Barbara kanë qenë nga, të themi, instrumentat kryesorë që kanë bashkuar shqiptarët dhe austriakët. Për këtë unë jam mirënjohës për kontributin që ata kanë dhënë në zhvillimin e marrëdhënieve mes dy popujve dhe promovimin e Shqipërisë përmes artit. Faleminderit. As you said, what unites us is art, Europe, and that we all together are humans. So let's live in this sign. Ich wünsche Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Abend und bitte genießen Sie die Kunst. Und das Buffet draußen natürlich. Was heißt denn, wie die Frau Obfrau schon gesagt hat. So well easy. Ça c'est bien que vous parlez quelques mots. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ja.